Hey Freunde, ja, 6 Euro Düfte würde ich euch heute mal vorstellen. Ja, ich habe hier 4 Düfte, die kosten 6 Euro. Ja, das gibt es und sie sind tatsächlich gut. Ja, also für die Verhältnisse sogar sehr gut für den Preis. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance, auch aus Hamburg immer noch. So, wir fangen mal mit den ersten an. Sie kommen nicht alle drei von derselben Marke, und zwar Carlin heißt die Marke. Und wir fangen mal mit den Absolut Blue an. Ja, der Absolut Blue, erstmal hier so ein Flakon, das ist Glas. Das hier oben ist Plastik, aber hier der Sprüher ist gut, ne? Ja, und das ist ein sehr, sehr cooler, blauer, synthetischer, leicht aquatischer Blaumann-Duft. Yes. Und er riecht wie sein großes Vorbild Cool Water. Also es ist die beste, günstige Alternative, die ich kenne. Und zwar, warum? Bei allen, die jetzt übrigens die ich vorstelle, das geht in die Vintage-Version. Und ich kann das bestätigen, weil ich die Vintage-Version von Cool Water noch habe. Die war grün, würzig, frisch und natürlich ein bisschen synthetisch. Ungefähr ist das auch so ungefähr. Man hat hier noch was Grünes drin, was man beim Original, wo ist das Original? Da habe ich jetzt hier, ich muss jetzt blind ziehen, hier. Das ist das Original, was man jetzt gucken wir mal nochmal. Jetzt riecht das allerdings nach, der ist auch gut stark am Anfang. Ja, das ist anders. Das grüne, würzige ist hier beim Original nicht mehr drin. Hier haben sie es gemacht. So, beginnen wir mal von ab, dass die Haltbarkeit, also für die Schlaumeier, die jetzt hier noch die Haltbarkeit bemängeln, geht mal nach Hause, pflückt Blumen oder kauft euch Briefmarken, wie ich immer so schön sage. Weil 6 Euro, der hält, glaube ich, 5 Stunden, reicht vollkommen. Reicht vollkommen. Beste Alternative zum Cool Water. Ganz einfach, wenn nicht sogar, ich will nicht sagen die bessere, weil eben, wie gesagt, auch in die Vintage-Version dieses grünwürzige geht, nicht nur synthetisch frisch, grünwürzig, frisch, synthetisch, schon gut gemacht. So, der nächste ist das Silver, der Classic Silver. Ja, also mal nochmal schön in die Kamera zeigen. Ja, das ist ja mal sehen, ob der Fokus das hinkriegt. Ja, gut, und hier kommen wir zu ja, Silver, Classic Silver. Da könnt ihr euch ja jetzt schon mal überlegen, während ich das hier in die Kamera zeige, zu welchem Duft das wäre eine sehr, sehr gute Alternative ist. Ja, da ist der Sprüher noch ein Tick besser. Und es ist natürlich eine sehr, sehr gute Alternative zum Boss Bottle. Und der geht auch in die ältere Version. Hier ist die Fruchtigkeit präsent. Einfach mehr, so wie eben Boss Bottle ganz, ganz früher auch war. So, grundsätzlich das, was man kennt, nur eben noch ein bisschen minimal fruchtiger. Das war eben auch so, das haben sie ein bisschen zurückgefahren. Natürlich können wir jetzt bei jedem so sehen, dass die Tiefe, sie grundsätzlich die DMA beim Original immer ein bisschen vielleicht besser ist oder man fühlt sich einfach besser. Das macht aber auch der Kopf. Das darf man nicht vergessen, macht auch der Kopf. Aber auch hier haben wir 4 Stunden Haltbarkeit, 4, 5 Stunden. Ganz ehrlich, man geht aber von sich aus. Denkt dann, dass auch bei diesen Düften ist mir das aufgefallen, dass das andere Leute, die kaum Düfte benutzen, länger wahrnehmen. Ist einfach so. Die riechen euch dann noch. Also ganz ehrlich, für die Preise sind alle gleich bei den Düften. Ist das schon wirklich eine Hausnummer, was günstige Düfte unter 10 Euro, was so in dieser Kategorie mitschwimmt. So, jetzt haben wir den Intense Gold. Der Intense Gold, da kann jetzt wahrscheinlich keiner sowas mit anfangen. Das ist, hier ist das Sprüh. Die haben immer andere Sprühe, habe ich das Gefühl. Hier haben wir 1 Million. Also, das ist eine gute Alternative zum 1 Million im Endeffekt, ja. Aber mit hinten raus cremiger, fast schon, ja, Marzipan-Style, nicht kein Marzipan, aber so müsst ihr euch das so ungefähr vorstellen. Aber das ist eben auch, ihr könnt ja die ganz erste Version, ich kenne noch die ganz erste Version von 1 Million. Die war natürlich viel stärker und noch süßer, wenn ich sie noch im Kopf habe. Aber so ungefähr ist das schon. Vielleicht ist das der schlechteste von denen allen. Ja, da sind noch besser, ja,
umgewandelt zum Original hin, aber es ist einfach trotzdem eine sehr, oder im Endeffekt die beste, günstigste Alternative. Es sind alles Alternativen, ne, um das mal klar zu machen. Ja, schönes Teil, muss man sagen. Auch hier haben wir, ja gut, es bringt eigentlich nichts, die Haltbarkeit hier groß immer zu sagen, weil die ist immer verschieden. Und wie gesagt, ich habe ja eben schon erwähnt, dass die Leute da draußen das anders wahrnehmen. Das ist eben so. Und ich glaube, der war hier bei 4, 5 Stunden. Irgendwie so, aber dann natürlich auch abgeschwächt. Das kann man natürlich nicht mit dem Original vergleichen. Ich muss aber sagen, dass das Original in der neuen Version jetzt auch nicht mehr wirklich der Brecher ist, auch nicht mehr, was so die Leute so wahrnehmen. Da habe ich mal einen Test gemacht mit 20 Sprüher, 1 Million. Das Original Eau de Toilette in der neuen Version, beziehungsweise meine ist 2, 3 Jahre alt. Da hat keiner groß was gesagt. Ich dachte, oh Mann, Leute, Digga, du, das ist zu stark. Keiner hat das gesagt. Gut, kann natürlich sein, dass man wo habe ich das getestet? Das ist so lange her. Im Wettbüro. Da sind sie auch abgestumpft da, ne? Das interessiert eigentlich keinen. Aber ich habe da eben auch schon andere Düfte ertragen und da kriegt man dann eben das Feedback. Aber bei denen eben nicht. Ja. Intense Gold auf jeden Fall gut. So, und zum Schluss kommen wir natürlich Infinity Navy. Und da könnt ihr euch vorstellen, ne? Und auch hier haben wir wieder oder die beste Alternative. Ist einfach so. Und hier haben wir dann auch die Vintage-Version fast. Ja, zum Le Male. Ja, schönes Teil. Das ist schon gut gemacht. Ne? Klar, das Original, besonders die Vintage-Version, die ich auch noch besitze, die hat noch mehr, das ist mehr Kaugummi-Style. Hier haben wir ein bisschen eine Frische, aber für mich ist es die beste Alternative zu dem Duft. Und wenn man sich überlegt, nochmal, 5,90 €, 6,90 € kosten diese Düfte in 60 ml. Leute, da kann man nichts gegen sagen. So, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwann liegen habe. Nee, es waren nur die. Aber diese Carlin-Düfte solltet ihr mal unter die Lupe nehmen. Ich werde mir jetzt nicht den Erba Pura, die Erba Pura Alternative gibt's von denen auch. Habe ich gerochen. Ist gut. Was soll ich sagen? Ich stehe immer zum Original und man muss nicht günstig, aber es gibt eben Leute, die nicht so viel Geld ausgeben können, wollen und deswegen stelle ich die vor, aber die war auch, die habe ich auf Sylt bei Butney stand der, ohne Werbung zu machen. Wahnsinn, ey. Ich dachte, ich habe es nicht aufgesprüht, ich weiß nicht, wie die Hyper, aber in der Luft, Mann, habe ich gedacht, das ist aber, ne, und ja, aber ich habe ja auch gehört, jetzt nachhinein, wo ich das Video mache, fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, einige gibt es nicht mehr. War das der oder irgendwo? Weil, ist kein Wunder, die machen es wirklich sehr, sehr gut. Aber ich möchte nicht lügen, schreibt mal runter, vielleicht gibt es sie ja doch noch. Aber wenn nicht, ist natürlich schade für die Leute. Aber ich wollte das einfach mal zeigen. Guckt, irgendwo wird es sie bestimmt noch geben. Und also ist schon brutal. Das ist schon echt brutal. Ja. Vielleicht verkauft die auch jemand auf Parfum. Ich weiß nicht, ob die da gelistet sind. Ich habe keine Ahnung. Habe ich die gar nicht reingesetzt. Oh, müsste ich auch mal machen. Guck mal, ich glaube, die habe ich gar nicht. Habe ich die da drin? Ach, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, schaut mal, schreibt mal runter, dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder und dann war's das wieder. Also, Freunde, reinhauen.